Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Heute geht es um den Bordcomputer. Ich zeige euch, welche Einstellungen es dort gibt. Ist natürlich unterschiedlich je nach Ausstattung. Das hier zeigt schon die fast Vollausstattung. Das Head-Up-Display fehlt, das habe ich nicht mitbestellt. Okay, wie ihr seht, so sieht der Bordcomputer mitten im Kombi-Instrument aus. Sobald man auf die OK-Taste oder sonst irgendeine Taste drückt, erscheint links ein Menü und rechts 3 Striche für ein zusätzliches Menü zu öffnen. Wir sind jetzt in den Auto-Einstellungen. Ich drücke oben rechts die 3 Knöpfe für die Einstellungen. Gehen wir von oben nach unten durch. Erster Punkt ist Information. Fängt an mit Sicherheitsgurt. Hier zeigt ihr die Sicherheitsgurte, die angeschnallt sind. Ich bin momentan nicht angeschnallt, weil wir stehen. Auto Start Stopp habe ich deaktiviert, damit wir alle Funktionen im Bordcomputer sehen. Der Drive Alert zeigt aktuell nicht verfügbar an, weil wir halt nicht fahren. 2 Schlüssel sind mit dem Auto angelernt und der Reifendruck wird angezeigt, sowie auch der Ölzustand momentan. Ja, es ist ein Neuwagen, ganz wenig Kilometer. Aktuell zeigt er nichts an. Ich kann hier den Ölzustand zurücksetzen, wenn ich länger OK drücke. Aber wie gesagt, momentan zeigt er nichts an. Okay, dann gehen wir weiter zur Anzeige. Hier können wir die Sprache einstellen. Aktuell ist Deutsch eingestellt. Die Maßeinheit bei uns ist es halt entsprechend Liter auf 100 Kilometer. Man kann auch andere Maßeinheiten wählen. Temperatureinheit entweder Grad oder Grad Celsius oder Fahrenheit. Der Reifendruck wird in Bar, kPa oder PSI angezeigt. Wir lassen Bar und das war es soweit zur Anzeige. Fahrassistenz. Hier ist Bliss aktiviert, sprich der tote Winkelassistent. Pre-Collision Assistent ist auch eingeschaltet. Warnempfindlichkeit können wir auswählen, niedrig, normal oder hoch. Abstandsanzeige, aktives Bremsen, Ausweich- und Lenkassistent, alles aktiviert. Wir wollen ja alle Assistenzsysteme nutzen, die das Ding hat. Verkehrsschilderkennung ist aktiviert. Geschwindigkeitswarnung, ich habe jetzt eine Toleranz eingegeben, 6. Wenn er also 50 km/h erkennt und ich fahre 57, dann fängt vorne dieses erkannte Schild an zu blinken. Und wenn man möchte, kann man hier noch den Ton ein- oder ausschalten. Das brauche ich eigentlich nicht. Spurhalteassistent ist auch aktiviert. Dort gibt es Warnung, Eingriff und Warnung und Eingriff, also Piepsen, Lenken oder Piepsen und Lenken zusammen. Und die Intensität hoch, normal oder niedrig. Ich habe auf beides eingestellt und normal. Drive Alert ist wie gesagt der Müdigkeitswarner ist eingeschaltet, Falschfahrwarnfunktion ist eingeschaltet, Warnung zum Querverkehr, Geschwindigkeitsregler, der Limiter, den kann man einstellen, normal, adaptiv oder intelligent. Und die Toleranz habe ich jetzt 4 km/h eingestellt, geht meines Wissens nach hoch bis 30 und ich hatte entsprechend 4 eingestellt. Ich denke mal 4 km/h mehr ist noch innerhalb der Toleranz. Kann man auch, wie man sieht, nach unten einstellen. Lassen wir die 4, die ich eingestellt hatte. Limiter Geschwindigkeitsbegrenzer ist eingestellt auf intelligent und entsprechend auch eine Toleranz von 4 km/h. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist hier das 10 das Maximum und wenn man nach unten geht, ist 0 das Maximum. Ja, das war's zu den Fahrassistenzen. Fahrzeugeinstellungen, hier die Alarmanlage. Kann man auswählen Vollschutz oder reduzierter Schutz. Reduzierter Schutz ist, wenn man jemanden im Auto lassen möchte, wie ein Hund zum Beispiel, dann greift die Innenraumüberwachung nicht. Ich habe eingestellt prinzipiell Vollschutz. Er soll aber beim Motor ausschalten nachfragen, dann kommt ein kleiner Hinweis. Wenn ich nichts mache, ist automatisch der Vollschutz aktiviert. Ansonsten kann ich noch kurz mit OK nach unten drücken, den reduzierten Schutz einschalten. Automatische Motorabschaltung ist aktiviert. Signaltöne
Parklücke gefunden und Informationen, da werden halt Töne ja, durchgebimmelt. Adaptive Scheinwerfer, Verkehrsrichtung rechts, automatisches Fernlicht ist aktiviert, wir wollen es ja hell haben. Das Ausstiegslicht kann man ausschalten, 10, 20 oder 120 Sekunden. Eine individuelle Einstellung kann man hier nicht tätigen. Und die intelligenten Scheinwerfer sind auch eingeschaltet. Verriegelung, automatisch entriegeln, Warnung, Fehlverriegelung, entriegeln alle oder halt entsprechend nur die Fahrertür, das ist halt alle. Schaltersperre und Key-Free ist aktiviert. Außenspiegel, sobald der Motor aus ist, klappen die automatisch ein. Beifahrer-Airbag ist eingeschaltet. Man kann es auch hier über den Bordcomputer ausschalten. Fernstart, System, Klimaanlage automatisch. Sitze und Lenkrad ist auch auf automatisch oder auf aus und Dauer entweder 15 oder 15 Minuten. Danach geht der Motor aus. Fenster, alle öffnen, alle schließen. Also wenn man mit der Fernbedienung lange auf oder zu hält, gedrückt hält, dann gehen alle Fenster auf oder schließen sich alle Fenster von der Ferne aus. Und Scheibenwischer, Komfortwischen, Regensensor und Heckwischer, alles was Komfort bedeutet, ist aktiviert. Und hier nochmal die MyKey-Einstellungen. MyKey-Info, 2 Schlüssel sind angelernt. Man kann hier nochmal was Neues anlernen. Das war's zu den Einstellungen. Jetzt gehen wir links eins runter, das ist der Bordcomputer. Man kann sich 2 konfigurieren, Bordcomputer 1 und 2. Man kann entweder einzelne Werte löschen oder sich auch die Ansicht konfigurieren. Gehen wir drauf. Tageszähler ist aktiviert, Fahrzeit könnte man noch aktivieren, Durchschnittsverbrauch ist aktiviert, Durchschnittsgeschwindigkeit könnte man noch mitnehmen, Restreichweite ist aktiviert und Momentanverbrauch. Wie ihr seht, maximal 4 Sachen kann man aktivieren. Also will ich jetzt die Fahrzeit aktivieren, müsste ich zum Beispiel den Tageszähler wegmachen und dann die Fahrzeit aktivieren. Also 4 Symbole oder 4 Werte kann man sich anzeigen lassen. MyView ist so eine Favoritenansicht. Das erste ist der digitale Tachometer, den haben wir gerade gesehen. Er zeigt also digitale Geschwindigkeit an. Das ist der Verbrauch und sowie der Durchschnittsverbrauch. Wie gesagt, aktuell relativ hoch, weil er gerade mal ein paar 30 Kilometer auf der Uhr hat. Bordcomputer Audio, das ist so eine Mischung aus Bordcomputer und der Audioinformation. Ruhige Darstellung, da zeigt er entsprechend nichts an. Und der Eco-Trainer zeigte auch einen digitalen Tachometer an. Und einen blauen Ring, solange der blaue Ring leuchtet und noch diese Aurora als drumherum dieses weiße Licht mit aufleuchtet, dann fährt man ökonomisch, ökologisch sinnvoll. Wird das weniger, dann stimmt entsprechend das Schaltverhalten nicht oder man fährt zu aggressiv. Wenn man jetzt lange gedrückt hält, kommt jetzt das Beschleunigungsverhalten, Bremsverhalten und die Geschwindigkeit. Alles ist mit blauen Linien hinterlegt, somit alles im grünen Bereich relativ human gefahren. Er muss ja noch eingefahren werden. Fahrassistenz, das sind im Prinzip die gleichen Einstellungen, wie wir schon unter den Fahrzeugeinstellungen und dort Fahrtassistenz gesehen haben. Hier halt der direkte Zugriff auf die ganzen Fahrassistenzsysteme, die wir schon kennen. Dann kommt die Navigation. Wenn nichts eingestellt ist, zeigt er die Himmelsrichtung an. Ansonsten könnte ich hier über das Menü sagen, führe mich nach Hause, letzten Ziele, bevorzugte Ziele oder Sonderziele. Und dann zeigt er mir die Richtung an, in die man fahren muss. Also entsprechend die Navigation, wie man es kennt. Hier unter Musik kann man auswählen AM, FM, Musik, also USB-Stick, den ich da eingesteckt habe, oder mein Handy. Anrufe, das verbundene Telefon wird angezeigt. Über ein Menü kann man sich alle Anrufe anzeigen lassen, eingehende Anrufe, gewählte Rufnummern und entgangene Anrufe. Und somit auch Anrufe tätigen. Und dann sind wir wieder zurück bei den Einstellungen. Das war's zu dem Bordcomputer, zumindest mal in der Ausstattung, in der ich sie habe. Mit dem Head-Up-Display gibt es wahrscheinlich noch 1, 2 Einstellungen mehr.
aber das ist schon so mehr oder weniger die Vollausstattung, was das Fahrzeug kann, mit allen möglichen Assistenzsystemen. Wenn ich jetzt hier den adaptiven Geschwindigkeitsregler einschalte übers Lenkrad, seht ihr unten noch eingeblendet die ganzen Symbole, die es noch gibt. Links ist der Fahrspur-Halteassistent, dann in der Mitte der Lenkassistent und nebendran zeigt er dann die aktuelle gefahrene Geschwindigkeit an. Je nachdem, was man eingestellt hat, wenn man das Ganze auf intelligent eingestellt hat, so wie ich, dann fährt er das, was die Schilderkennung ihm anzeigt. Also in dem Fall sehen wir jetzt rechts das Schild 50. Dann würde er 50 fahren, beziehungsweise die 54, die ich eingestellt habe. Er bremst auch automatisch ab und er hält auch den Abstand zum Vordermann. Wenn also 50 ist, der Vordermann fährt nur 40, dann bremst er entsprechend auf 40 ab und hält die Distanz zum Vordermann, bis der weg ist, und dann beschleunigt er wieder auf die 50. Kommt aber noch ein separates Video über den intelligenten, ja, oder adaptiven Fahrassistenten. Gut, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Das war es jetzt zum Bordcomputer. Man kann natürlich nicht auf alle Punkte super duper im Detail eingehen, das würde natürlich das Video sprengen. Wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwas, schreibt einen Kommentar. Ich versuche ihn dann so schnell wie möglich und so gut wie möglich zu beantworten. Super, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich würde mich über ein Abo freuen. Ja, ein Like über das Video natürlich auch. Und ja, genießt den Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.